Wie lange ist ein Mensch durchschnittlich am Tag unterwegs? Ist es A, 1 bis 1,5 Stunden am Tag? Oder ist es B, durchschnittlich 3 Stunden am Tag? Die richtige Antwort ist tatsächlich Antwort A. Das sogenannte konstante Reisezeitbudget weltweit beträgt pro Kopf 1 bis 1,5 Stunden am Tag. Egal in welchem Land Sie sich gerade befinden. Und das konstant gleichbleibend seit Jahrzehnten. Warum Mobilität ein wichtiges Thema ist, welche Formen und Arten von Mobilität es gibt und wie Mobilität in der Zukunft aussehen könnte. Darüber haben wir mit unseren FH-Expertinnen und Experten gesprochen und für euch zusammengefasst. Bleibt dran! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Mobilität denke, denke ich an Öffis. Laut einer aktuellen VCÖ-Analyse werden in keinem anderen EU-Land pro Kopf so viele Kilometer mit Bus, Bahn oder U-Bahn zurückgelegt wie in Österreich. Was Österreich also zum Bahnland macht und was Mobilität eigentlich bedeutet, das erklärt uns der Leiter des Departments Bahntechnologie und Mobilität, Frank Michelberger. Ja, Mobilität ist grundsätzlich mal, wie komme ich von A nach B. Aber das ist noch nicht alles. Da gehört im Vorfeld schon was dazu. Ich muss mir Gedanken machen, ich muss Informationen einholen, ich muss die Reise planen, damit ich eine gute Reise von A nach B habe und gesund und munter rechtzeitig in B ankomme. Österreich hat eine sehr gute Bahninfrastruktur. Wir haben moderne Bahnhöfe, wir haben moderne Züge, wir haben das Klimaticket, für das wir im Ausland sehr beneidet werden. Und das Ganze basiert aber auch auf einer sehr erfolgreichen Bahnindustrie. Zum Beispiel gibt es 2 namhafte Schienenfahrzeughersteller in Österreich, sogar in Wien, die dort Schienenfahrzeuge für den Weltmarkt bauen. Wir haben noch viele andere Unternehmen, Blass & Teurer, Voest, die Schienen produzieren. Das alles findet in Österreich statt und überproportional viel im Verhältnis zu anderen Ländern. Hier an der Fachhochschule haben wir 3 Studiengänge zum Thema Bahn und die Absolventinnen erwarten interessante, spannende Jobs in Österreich, aber auch in der ganzen Welt. Damit sich alle im öffentlichen Raum wohlfühlen und aktiv sowie nachhaltig bewegen können, müssen wir genauer darauf achten, was die Menschen wirklich brauchen. Genau das machen die FH-Dozentin im Department Soziales Michaela Moser und Pamela Nolz, Senior Researcherin am Karl-Ritter-von-Gega-Institut für integrierte Mobilitätsforschung. Mobilität ist ganz essentiell für die gesellschaftliche Teilhabe. Für ganz vieles im Leben muss man irgendwie von A nach B kommen. Und besonders ältere Personen oder Personen mit einer Beeinträchtigung tun sich da oft schwerer. Und da ist es eben sehr wichtig, deren Bedürfnisse sehr gut zu kennen, sie einzubeziehen und kreative Lösungen zu finden, vor allem am Land. Also Sammeltaxis oder Nachbarschaftshilfe. Ja, mit diesen Themen und mit vielen anderen und auch anderen Gruppen beschäftigen wir uns an der FH in unseren Forschungsprojekten. Genau, und auch für Familien ist das besonders wichtig und deswegen entwickeln wir gemeinsam mit ihnen organisierte Mobilität, also sprich, dass man aktiv gemeinsam mit dem Rad zum Beispiel oder zu Fuß unterwegs ist, aber auch gebündelte Fahrten, weil dadurch können die Eltern entlastet werden und für die Kinder und Jugendlichen bieten wir dadurch mehr Bewegung, Eigenständigkeit und Spaß für ihre tägliche Mobilität und gleichzeitig kann der Verkehr reduziert werden und die Umwelt geschont werden. An dem und an vielen mehr Themen arbeiten wir. Doch Mobilität betrifft nicht nur den Alltag, sei es zur Schule oder zur Arbeit. Sie spielt auch eine Riesenrolle im Gesundheitsbereich. Was also Mobilität im Gesundheitsbereich bedeutet, welche Tendenzen es gibt und welche innovativen Ansätze die Forschung liefert, das erklärt uns die Leiterin des Departments Gesundheit, Barbara Wondrasch. Im Gesundheitsbereich versteht man unter dem Begriff Mobilität körperliche Bewegung im Allgemeinen, wie zum Beispiel das Gehen oder das Laufen. 2 Bewegungsformen, die wir leider zunehmend bei Kindern und Jugendlichen vermissen und die sich auch auf die Gesundheit dann im späteren Erwachsenenalter auswirken können. Da ist es hier sehr wichtig, Maßnahmen zu entwickeln oder auch weiterzuentwickeln, die dem entgegenwirken. Und genau das ist einer der Schwerpunkte bei uns im Department Gesundheit und dem Center for Digital Health and Social Innovation. Ein Schwerpunkt ist hier die Entwicklung und Weiterentwicklung von sogenannten Exa-Games. Das ist eine Kombination von Spielen und Bewegung auf einer digitalen Basis. Virtual Reality Brillen zum Beispiel oder Spielkonsolen kann man hier nennen. Der Vorteil ist, dass eben genau die Bedürfnisse der Generation eben treffen und die Kinder und Jugendlichen genau dort abholen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite können wir Forscherinnen Daten sammeln und diese dann für weitere Innovationen oder die Entwicklung weiterer Innovationen nützen. Mobilität bedeutet aber für mich als Student die Möglichkeit, im Ausland Erfahrungen zu sammeln. Was Mobilität generell im Kontext des europäischen Hochschulraums bedeutet und warum wir, also Studierende und Mitarbeitende, genau davon profitieren können,
erklärt uns der Geschäftsführer der FH St. Pölten, Hannes Raffeseder, und die Leiterin des International Office, Daniela Lohner. Mobilität ist ein Weg zu einer ganz wichtigen Schlüsselkompetenz in unserem Zeitalter. Wir leben in einer globalisierten Welt. Es ist daher wichtig, dass sich der europäische Hochschulraum als Einheit begreift, und den müssen wir kennenlernen, das müssen wir verstehen, und dafür braucht es Mobilität. Mit unserer European University UDRES bieten wir vielfältige Möglichkeiten für Mobilität. Wir haben eine Allianz aus 9 Hochschulen, die in ganz Europa verteilt sind, und bieten zahlreiche Möglichkeiten für unsere Studierenden, für unsere Lehrenden und Forschenden und auch für unsere Stakeholder, unsere Partner aus den Regionen an. Das sind Hackathons, das sind Bootcamps, das sind etwas längere Projekte, Reallabore und vielfältige Möglichkeiten für diesen Austausch und für das Kennenlernen der unterschiedlichen europäischen Regionen. Internationale Mobilität heißt für mich, neue Erfahrungen zu sammeln, neue Kontakte zu knüpfen und auch die eigene Kultur zu hinterfragen. Ein Auslandsaufenthalt führt dazu, dass ich fachliche Expertise gewinnen kann, dass ich bessere Karrierechancen habe, dass ich sprachlich mich verbessern kann, beziehungsweise neue Sprachen auch lernen kann, dass ich neue Erfahrungen sammle und mehr an Selbstständigkeit gewinne und dass ich persönlich daran wachsen kann. Wie die Zukunft der Mobilität aussehen wird und welche Herausforderungen auf uns zukommen werden, das ist ein Thema, das betrifft uns alle. Was wir genau zu erwarten haben, darüber haben wir geredet mit Tassilo Pellegrini, Leiter des Institute for Innovation Systems. Das Mobilitätssystem der Zukunft baut im Wesentlichen auf 3 Säulen auf. Das ist die Elektrifizierung, die Multimodalität und die Digitalisierung. Elektrifizierung benötigen wir, damit wir auch in Zukunft günstige Mobilitätsdienstleistungen und Angebote der breiten Bevölkerungsschicht anbieten können. Die Multimodalität bedeutet im Wesentlichen, dass es nicht mehr nur der Besitz zum Beispiel des Autos sein wird, dass das Mobilitätssystem prägt und damit auch die Infrastruktur, sondern dass wir unterschiedliche Mobilitätsdienstleistungen miteinander kombinieren werden, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und Digitalisierung bedeutet im Wesentlichen, dass wir die nötigen Technologien zur Verfügung haben, um das Mobilitätssystem effizient zu machen und auch den Komfort zu gewährleisten, den man heutzutage gewohnt ist. Und die Kombination aus diesen 3 Säulen gewährleistet im Wesentlichen, dass Mobilität auch in Zukunft leistbar sein wird und wir damit auch die Klimaziele erreichen. Es geht um die Freiheit, sich zu bewegen. Und das ist enorm wichtig, weil es eben nicht nur unseren Alltag betrifft, sondern gleichzeitig auch große wirtschaftliche wie ökonomische Fragen. Hier an der FH in St. Pölten arbeiten Lehrende und Forschende intensiv daran, neue Lösungen zu entwickeln, die uns in Zukunft weiterbringen. Wenn ihr mehr zum Thema Mobilität erfahren wollt, dann schaut vorbei auf unserer Website und abonniert auch gerne unseren YouTube-Kanal. Bis dahin, auf Wiedersehen und zum nächsten Mal bei Erfahr was.